Ich kann mich gar nicht mehr an die Platte erinnern. Also ich kann mich erinnern an eine Schallplatte, das war so ein rosa Vinyl-Cover von meinem Bruder Pia Zadora. Unglaublich, also sah stark aus. Ich glaube, ich habe es aber nie richtig angehört, weil ich immer Angst hatte, es wird dann zerkratzt. An die erste CD kann ich mich auch noch gut erinnern, als gerade CD-Player ganz neu waren, hat meine Mutter nämlich eine CD gekauft. Weil wir hatten einen CD-Player gekauft und hatten aber keine CD. Wir haben es dann festgestellt, das war ganz tragisch und dann ist sie los. Und die einzige, die sie kriegen konnte, war Stevie Wonder in Square Circle. Und ja, die ist eigentlich nach wie vor nicht schlecht. Ich finde, es gibt ein paar spezielle Lieder. Innocent Greed ist so ein Lied, das schon ziemlich alt ist, eins so der alten Neuen und was so über die Zeit sehr gewachsen ist und wo ich eigentlich sehr stolz drauf bin, wie es letztendlich auf der Platte ist. Ansonsten finde ich Too Close to Leave sehr geil, als es einfach mal eine andere Seite zeigt. So von der Stimmung völlig anders ist, ganz andere Elemente auch drin sind und ja, hat Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ist damals in Dänemark so Sommersonne, Strandgeflüster entstanden. Die peinliche Situation auf der Bühne fand ich auf dem Zillow-Festival, das war vor 2 Jahren, glaube ich. Das war ganz furchtbar, wir waren völlig fehl am Platz. Ich glaube, The Cure war ein Headliner und alle Leute waren ganz schwarz angezogen und wir waren sowas von fehlplatziert und hatten auch noch ein zu kurzes Set, weil sich keiner mehr drum gekümmert hat. Und dann hatten wir noch 20 Minuten zu spielen und aber nur noch 2 Songs, weil irgendwie wir 2 aus Versehen übersprungen hatten. Das ist immer so ein Problem mit Setlist lesen. Naja, und dann ist auch noch der Bass ausgefallen und war verstimmt und Stefan konnte irgendwie das nicht so schnell auf die Reihe kriegen und das war ganz furchtbar. Wir haben es dann Move a Little Closer bis zum Erbrechen langgezogen und das bei so einer schwarzen Bande, das war doch sehr peinlich. Ja, ich denke, den Wunsch hat jeder von uns, einfach so lange weitermachen, wie es geht, so lange gute Musik machen, wie wir können und wie es einfach Leute gibt, die uns erlauben, das zu machen, indem sie einfach unsere Musik gut finden und ja, ich kann nur immer wieder sagen, es ist ein Riesenkompliment, wenn so viele Leute sich mit unserer Musik, die ja eigentlich sehr intim ist, so identifizieren können. Und das ist ein schönes Gefühl und ja, wir hoffen, dass es so lange wie möglich weitergeht. Macht das, was ihr machen wollt und lasst euch irgendwie nicht beirren von irgendwelchen Leuten, die meinen, ihr müsst jetzt Deutsch singen, was hip ist, sondern keine Ahnung, zieht euer Ding durch und es wird sicherlich irgendwann Leute geben, die euch unterstützen und die das gut finden, was ihr macht. Und ja, es gibt Millionen von Menschen auf der Welt und also 3 Millionen werden auch eure Musik gut finden. Und ja, wir haben das Glück gehabt und ich denke, das Glück kann auch jeder haben. Meine erste Platte war Heidi auf der Alm. Die erste Musikplatte, die ich jemals hatte, war irgendwas Geklautes von meinem Bruder. Ich glaube, es war Duran Duran, eine Maxi-Single-Platte, hier, die große. Ich finde Gogan ganz geil, weil der doch sehr aggressiv ist, exzessiv und weil ich da ein paar nette Intros gespielt habe. Auf der Bühne zu sein ist mir nie peinlich, egal was ich da mache, ob ich mir die Hosen runterziehe, den Pimmel zeige oder so, das ist eigentlich egal. Es war mal peinlich. Peinlich wird es bei mir, wenn ich schlecht spiele und die Leute kriegen es draußen mit. Das ist peinlich. Solange mit dieser Band glücklich sein, wie es nur geht. Das wäre sehr schön. Glaubt an euch, arbeitet an euch selber, findet euren eigenen Sound und nehmt euch immer schön Hasenfüße mit oder so, weil Glück gehört dazu. Also meine erste Platte war die von Public Enemy. Ich glaube Don't Believe the Hype oder so. Und Run DMC. Und ja, danach ging es dann doch mehr in die Richtung Rock. Was dann war, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube die erste von Soundgarden. Das waren so meine ersten Platten. Aber die wirklich erste war Huibu, das Schlossgespenst. Das war meine wirklich erste Vinylplatte. Mein Lieblingssong auf unserer neuen Platte Don't Give Me Names, kann ich dir genau sagen, ist Mine or Mine und Money and Milk. Weil die gehen gut nach vorne. Es gab etliche, aber die letzte, an die ich mich erinnern kann, war, glaube ich, als ich auf der Bühne zum Schluss den letzten Song fertig gesungen hatte und plötzlich einen Anfall simulierte und einfach tot umfiel. Und ich hatte vergessen, dass die Sanitäter das natürlich sehr ernst nehmen. Und hintenrum war dann plötzlich großes Aufgebot, Krankenwagen und hatten irgendwie schon alles aufgebaut, die ganzen Liegen und so. Und nachdem uns unser Backliner mich von der Bühne getragen hat, wollten die mich auch gleich ins Krankenhaus fahren. Aber das war
weit gefehlt. Also das war auch schon peinlich, weil ich einfach nicht dran gedacht habe, dass die Jungs ihren Job sehr ernst nehmen. Gibt es noch einen Wunsch, den ich mir gerne erfüllen möchte? Auf jeden Fall weiterhin Musik machen, weil Musik ist mein Leben und ich hoffe, dass ich das noch so lange machen kann, wie meine Stimmbänder aushalten. Ja, es gibt kein Rezept für Erfolg, aber was jede Band auf jeden Fall machen kann, ist Demo-Tapes aufnehmen. Und ich glaube, muss man auch den Leuten auch gar nicht mehr sagen, das wissen sie eh alle schon. Man kann auf CD super gute Aufnahmen draufpacken und alles schön verpacken mit Fotos hin und her, abschicken zu Plattenfirmen. Man kann aber auch wie wir bei irgendwelchen Contests mitmachen und somit hat man größere Auswahl, was die Leute angeht einfach. Man muss immer sehen, dass man da spielt, wo vielleicht irgendwie einige Plattenfirmenbosse oder deren Trendscouts, sowas gibt's, wo die sich aufhalten. Und ja, das war meine Vocal Coacherin, glaube ich. Nee, also es gibt kein Rezept, aber auf jeden Fall Aufnahmen machen, sich bewerben, irgendwie zusehen, dass man sehr viel spielt, um einfach als Liveband Erfahrung zu sammeln und dadurch wird man auf jeden Fall irgendwann besser. Das sind so die Grundregeln, denke ich mir mal. Ansonsten immer weitermachen, nicht aufgeben. Ja, meine erste Platte, wenn ich mich da noch dran erinnern könnte. Ich glaube, meine erste Platte war von den Toten Hosen und von den Ärzten. Weil damals regierte der Punk bei uns auf dem Dorf und da musste man mithalten. Und Ärzte habe ich schon immer gerne gehört. Ja, erste Platte. Ja, mein Lieblingslied von der neuen Platte ist, glaube ich, oder war, wenn ich mal wüsste jetzt, wie das heißt. Wie heißt es denn? Mai oh Mai. Also ich hätte es anders aufgenommen und ich finde es live sehr geil. Auf Platte finde ich es nicht so gut. Das finde ich ist ein bisschen verbuttert und ein bisschen verpoppigt worden. Ich hätte es anders aufgenommen, aber so wie es jetzt ist, ist es auch gut. Könnte ein bisschen härter sein. Ja, wenn man rülpst oder furzt, kriegt das ja eh keiner mit auf der Bühne. Weiß ich nicht mehr. Gibt's nicht. Auf der Bühne ist ja alles erlaubt bei uns. Gibt es noch einen Wunsch, den ich gerne erfüllt hätte? Das wäre vielleicht Erfolg zu haben, ohne Interviews zu geben und den ganzen Tag dummes Zeug reden. Ja, weil ich mache ja nur Musik und wenn es bei Musik bleiben würde, dann wäre das richtig toll. Tricks und Tipps für Nachwuchsbands habe ich nicht richtig parat. Vielleicht noch den einen, dass man den Erfolg nicht erzwingen sollte. Wenn man gute Musik macht, dann klappt das sowieso. Denke ich mal einfach. Und wenn nicht, dann hat man halt Pech gehabt, muss man sich andersweitig umsehen, was ja auch nicht so das große Thema ist. Man kann ja auch auf dem Bau arbeiten, wie andere Leute auch. Habe ich auch. Noch irgendwelche Fragen? Ja!